ja, Vanlife. Im Auto Richtung Süden und die Freiheit auf dem Beifahrersitz. Endlich raus aus dem Hamsterrad und endlich die Erfüllung finden. So vermitteln es zumindest die Social-Media-Kanäle. Wir sind Tiana und Max, André und Laura, Lennart und Lina, Maria und Jan. zusammen mit unserer Hündin Luna, Phoebe, Cleo und unsere Katze Olle, Mit unserem selbst ausgebauten Oldtimer Oscar. Maya, Gio, Leni, Herbert. reisen wir Vollzeit um die Welt. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Mein Wohnmobil habe ich im Frühjahr 2020 gekauft. Tschüss Familie! Und nachdem ich meine alte Dame Leni schick gemacht hatte, bin ich im Sommer mit meinem Freund einmal um die Ostsee gefahren. Ja, um die Ostsee, nicht nur an die Ostsee. Als wir zurückkamen, haben wir das Wohnmobil erstmal durch den Farbtopf gezogen. An weißen Wohnmobilen hatten wir uns ziemlich satt gesehen. Für den Winter bin ich dann in ein Wohnprojekt gezogen und habe mein Wohnmobil Leni abgemeldet in den Garten gestellt. Mein Glück war, dass es mir dort überhaupt nicht gefallen hat. Also wieder raus aus der Wohnung und rein ins Wohnmobil. Ich hab's geschafft. Mein Umfeld hat unterschiedlich auf die Entscheidung, wieder im Wohnmobil zu wohnen, reagiert. Und ich wurde oft gefragt, woher dieser Wunsch eigentlich kommt. Mit meiner Familie habe ich eigentlich eher klassische Hotelurlaube gemacht. Bis auf das eine Mal. Da sind wir mit einem Wohnmobil 3 Wochen durch Amerika gefahren. Als ich meinen Führerschein dann hatte, ging es für mich auch mit dem Auto los. Ich fahre mit dem Auto nach Kroatien, vor allem mit meinem Auto. Das ist echt mehr kaputt als fährt. Nach Kroatien folgte eine Reise in die Schweiz und als ich danach eines Abends auf YouTube Susi Cruz entdeckte, die gerade ihren T3 zu einem Camper ausbaute, stand für mich fest, ich will auch ein größeres Auto, in dem ich so richtig leben und reisen kann. 2 Jahre später stand ich nun hier und es ging los auf meine erste große Reise. Ich wollte einfach los Richtung Süden. Mein erster Stopp war Lyon. Hier habe ich Morgan kennengelernt, der gerade an seinem Allrad-Renault schraubt, und Timothy, der sich ganz frisch seinen Transporter gekauft hat. My name is Timothy and this is my bed. I'm just in the beginning of the construction. See? I think that if the day is out, you have to be out of a truck. So why should have some window? I don't want to build something very similar that you see in Instagram. I want something useful and minimalist. Aber wie meint er das? Sieht doch alles total praktisch und minimalistisch aus. Oder nicht? Für mich ging es dann erstmal weiter. Ich war zum ersten Mal alleine unterwegs und das war schon alles ziemlich neu für mich. Was ist die letzten Tage passiert? Alles eigentlich. Manchmal war es auch eben ganz schön viel. Für mich war das eine spannende Zeit. Meinen Nebenjob hatte ich gekündigt und mit den Unikursen war ich auch fertig. Ich konnte jetzt einfach in den Tag leben und schauen, was der mir so bringt. Lange war ich nicht allein, dann habe ich Christoph kennengelernt. Er ist ein echter Vollblutnomade. Christoph wohnt in einem Wohnwagen und der hat so ziemlich wenig mit dem zu tun, was ich von Instagram und YouTube kenne. Wir haben hier einen kleinen Schnorchel verbaut, hat aber natürlich keine richtige Funktion, und eine Multi-Plus Kompakt. Dritte Schublade ist etwas größer. Auch ein Saugnapf, den kann man hier einfach anbringen. Hier Anti-Rutschmatten dazwischen gelegt, damit nichts passieren kann. Jeder hat einen eigenen Jutekorb. Jetzt auch hier schön warten. Das dann quasi heller dimmen kann. wenn man das natürlich in schöne Gläser reinpackt. Ich muss aber sagen, dass Christoph definitiv der ausgeglichenste und vielleicht sogar glücklichste Mensch war, den ich auf meiner Reise getroffen habe. Mein erstes großes Ziel war das französische Meer. Danach wollte ich einfach mal schauen, wie weit mein Auto mich noch bringt. Der letzte Problem, dass Leni auf 2000 Kilometer 3 Liter Öl verbraucht hat. Ich war mir nicht immer sicher, ob Leni und ich es gemeinsam bis ans Meer schaffen werden. Meine Zweitbatterie hat vorgestern angefangen zu smoken. Ich habe sie jetzt vom Strom genommen. Frag einfach nicht. Umso glücklicher war ich dann, mein erstes Etappenziel mit ihr gemeinsam zu erreichen.
Christoph hatte mir einen Parkplatz empfohlen. Er erzählte mir, ja, da stellst du dich einfach hin und morgens, da kommt dann so ein netter Mann und klopft dann an die Tür und nimmt dir so 2 Euro ab. Aber der möchte keine 2 Euro, sondern 13 Euro haben. Für einen doch recht normalen Parkplatz. Zu Beginn meiner Reise dachte ich ja noch, ich wäre die Einzige mit der originellen Idee, in den Süden zu fahren. Es wird Zeit, dass wir nach Spanien kommen, oder? Richtig. Und jetzt fahren wir nach Spanien. Wir sind hier in Spanien. Wir haben gestern Portugal verlassen und sind jetzt wieder in Spanien. Immer noch in Spanien. Das ist ja abnormal. Also das hat man noch nicht. Ich bin in Spanien. Ich bin hier gerade an einem richtig schönen Platz angekommen. Mit Meerblick, aber hier steht jetzt ein brandneues Schild, dass man hier mit dem Wohnmobil nicht mehr parken darf. Schade. Ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ich kann es ja irgendwo auch verstehen. Es sind einfach zu viele. Vans, Wohnmobile. Der Hashtag Vanlife ist in den letzten 2 Jahren explodiert. Immer mehr Menschen wollen auf den eigenen 4 Rädern unterwegs sein. Und die Vanlife-Accounts erfreuen sich an einem regen Zuwachs. Die Influencer fahren als digitale Nomaden durch die Welt und erreichen mit ihren Reiseeindrücken tausende Menschen. Und ja, da bin auch ich. Etwas weiter in der Zukunft dieses Films werde auch ich in diese Online-Welt eintauchen. Aber da sind wir noch nicht. Gerade bin ich noch im Norden von Spanien. Seit vielleicht 4 Wochen im Wohnmobil unterwegs. Ich saß da vorhin so, hab meinen Kuchen gegessen und in die Sonne geguckt und dachte mir so, ja, das ist eigentlich kein schlechtes Leben. Ich habe auch schon mal auf Instagram gepostet über meine Reise, aber nicht so ernsthaft. Ich war zu sehr mit dem Genießen beschäftigt, statt mit der Kamera durch die Gegend zu rennen. Was mich von dieser befreiten Lebenseinstellung zu einer YouTuberin werden lässt, werden wir noch gemeinsam herausfinden. Als nächstes treffe ich Manu. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und er hat mich in das Ferienhaus seiner Oma an die Costa Brava eingeladen. Mein allergrößter Traum ist das Vanlife. Ich bin ganz ehrlich und total banal durch Instagram draufgekommen, durch diese Vanlife-Bubble. Da ist mir einfach klar geworden, dass das Leben total anders geht und dass das Leben viel zu schade ist, um es in einem Büro zu verbringen. Ich möchte mir eben online mein Business aufbauen, damit ich einfach selbstständig arbeiten kann und eben das Reisen und Vanlife. Meine tägliche Bildschirmzeit beträgt schon so 7 Stunden. Weil ich vielleicht 60% meiner Zeit oder so, wenn ich reise, mein Handy in der Hand auf Video habe. Manu ist gerade mal 14 Jahre alt und träumt jetzt schon von einem eigenen Van. Aber ist Vanlife wirklich so toll oder wird es uns nur so verkauft? Vanlife bedeutet für mich, in einem riesigen Auto mit einem Haufen Kram auf verschiedenen Betonparkplätzen ein augenscheinlich minimalistisches und naturnahes Leben zu führen. Aber woher kommen dann diese übertrieben romantischen Vanlife-Bilder? Na klar, aus dem Internet. Ich treffe auf Luca, der den Hashtag Vanlife mitkreiert. Guten Morgen, ich bin gerade schon einmal ins Wasser gehüpft, einmal abduschen, bevor es gleich weitergeht. Vanjo ist schon startklar, alles verstaut und jetzt verabschieden wir uns von diesem schönen Spot. Ich wäre am liebsten noch hier geblieben, ist richtig schön. Jetzt ziehen wir weiter und irgendwann kommen wir zurück. Man sieht auf Instagram immer einen kleinen Ausschnitt. Ich zeige das, was ich zeigen will. Und alles, was nicht gezeigt wird, heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Ich versuche auch mal so einen Mix zu zeigen zwischen Vanlife-Realität, wie es dann wirklich ist, dass es manchmal nerven kann, und den schönen Seiten, von denen es ja auch genügend gibt. Aber nur weil man das schön online sieht, heißt das nicht, dass jeder jetzt unbedingt einen Van braucht und mit dem Van durch die Gegend reisen muss und online arbeiten soll. Was ist deine tägliche Bildschirmzeit? Zwischen 7 bis 10 Stunden. Hier sitzt jetzt schon Regisseurin Jana. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen beantwortet für ihre Bachelorarbeit. Und das bei dieser coolen Aussicht. Perfekt. Nach dem Tag mit Luca beschließe ich, das mit Social Media auch mal auszuprobieren. Ich entscheide mich für YouTube. Ich habe nämlich schon immer gern Videotagebuch geführt, aber bisher einfach noch nie Verwendung dafür gehabt. Meine Teenager-Dramen hätten wahrscheinlich auch nicht wirklich jemanden interessiert. Das antwortet er mir einfach nicht. Ich war einfach an einem Tiefpunkt so ein bisschen. Er hat ja eigentlich eine WG, die er über alles liebt, aber ich weiß halt nicht, ob das für mich gut ist, ständig zu heulen.
Aber jetzt hatte sich das geändert. Mein Leben oder vielmehr mein Lebensstil war auf einmal öffentlich interessant. Mir ist aus Versehen ein Schaf ins Wasser gefallen und leider lässt sich von mir auch nicht wirklich helfen. Und dann habe ich so 2 Radfahrer angequatscht, ob die eine Pumpe haben. Meine Videos wurden gut geklickt. Nicht direkt von mehreren tausend Menschen, aber doch eben von stetig immer mehr. Finanziert habe ich mich an dem Zeitpunkt von Ersparten und durch meinen Online-Shop, in dem ich Handgemachtes verkaufe, der mir auch ein bisschen Taschengeld einbrachte. Dass es mir bald möglich sein würde, durch YouTube meine Reise von 2 Monaten auf Open End zu erweitern, habe ich da noch nicht wissen können. Mein Freund besucht mich und ist überrascht. Auf einmal lebe ich gar nicht mehr so frei und unabhängig in den Tag hinein, sondern sitze ziemlich viel am Laptop oder Handy. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Luca. Er hatte auch erst ab einem bestimmten Zeitpunkt auf seiner Reise mit Instagram angefangen. Ich habe dann andere Sachen gemacht, viel gelesen oder Gedanken aufgeschrieben. Das war auch eine coole Zeit und eine wichtige Zeit, um erstmal so das alleine Reisen zu erleben, mit sich und seinen Gedanken alleine zu sein und sich da besser kennenzulernen. YouTube bietet mir ein Weiterentwicklungspotenzial in eine berufliche Perspektive. Als eine Tochter der Deutschen Leistungsgesellschaft finde ich das natürlich großartig. Ich kann jetzt nicht mehr einfach nur entspannen, sondern davor auch noch arbeiten, um mir das Entspannen zu verdienen. Genial, oder? Diese Internetsache ist ziemlich gefährlich für mich, da ich mich leicht darin verliere. Aber das echte Leben findet nun mal nicht im Internet statt. Wie kamst du auf den Namen Shanti? Ich habe einen Freund, der heißt so auch. Und Shanti ist irgendwas, ja, Zekidesi, Shanti, Shanti, und der hat so viele Ohren, der hört mir immer sehr gut zu, weil ab und zu musst du reden, weil du musst den Apparat in Gang halten, sonst wirst du auch verrückt. Und da habe ich immer mit ihm geredet. Im Endeffekt ist das alles nur im System, da gibt es dann immer nur, es geht immer nur ums Geld. Gibst es wieder aus, um dich ein bisschen zu befriedigen mit irgendwas Nettem, Schönem, was du eigentlich gar nicht brauchst. Das ist auch mit diesem Minimalismus. Umso weniger du hast, aber umso mehr kannst du es dann genießen. Ja, und ich habe immer noch zu viel, das habe ich fast gar nicht, weil alles, was ich habe, ist hier drin. Ja, dieses mit dem Smiley hast du oft, ne? Ja, ich mag das einfach. Man soll einfach mehr lachen auch. Nicht immer alles so ernst sehen. Die Lebensrealität im Vanlife kann ziemlich unterschiedlich sein. Auf demselben Parkplatz wie Anzumat treffe ich einen Tag später auch Martin. Enjoy my beer so much better if this one is on. Yeah, it will be warm, but I've got a fridge. Außerdem hat er eine ähnliche Vorgeschichte wie viele, die unterwegs sind. At one point in your life you have to let it go because it's not a little bit counterproductive. Pretty nice. Okay, so now I'm traveling to Spain. I built this camper. So after testing it, I'm gonna improve it along the way. I got my tools with me. And when I go back in the Netherlands, I wanna build another one. And then I'm gonna hire them or sell them. Buy a sailboat, travel the world. That's it. Ja, Hauptsache unterwegs sein. Und solange der Fahrtwind um die Ohren weht, ist man doch super glücklich. Oder nicht? die Tage gerade kotzen mich irgendwie echt an. Ein Glück rufst du an. Ich bin schwer krank. Ich habe jetzt eine Mischung aus Wasser, Benzin und Joghurt. Vanlife ist nicht immer nur schön. Auch ich war schon krank, hatte einen kleinen Unfall, Autoprobleme oder mich festgefahren. Manchmal läuft es einfach so gar nicht. Meine Polster, die faulenzen auch schon hier in der Sonne, weil sie schimmeln. Oh, das Wasser kommt jetzt einfach von einer ganz anderen Stelle. Und hier tropft's raus. In der nächsten Zeit möchte ich alles daran setzen, das Reisetief zu überwinden. In Valencia mache ich eine Parkplatzbekanntschaft mit einem deutschen Obdachlosen, der meine eigenen Probleme auf einmal ganz klein werden lässt. Ich nenne ihn Stefan, er möchte nicht erkannt werden. Ich habe erstmal auf das Kennzeichen geschaut. Dann meinte ich, ja okay, dann kann ich mich vielleicht mit denen unterhalten, ja.
mir auch ziemlich unangenehm jetzt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja. Weil ich fühle mich jetzt nicht so aufgenommen, so wie so ein normaler, naja, ihr seid halt Camper und ich bin halt so Straße, ja, was soll ich sagen. Bist du freiwillig auf der Straße? Das könnte man ziemlich auseinandernehmen mit diesem Freisein, ja. Ich weiß gar nicht, was Freiheit ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. So. Ich habe mich nie frei gefühlt. Ich war immer unter Druck, mein ganzes Leben lang. Also ganz ehrlich, so ein Traum, ja, so ein wirklicher Traum wäre eigentlich nur zurückzukehren, da wo ich war. Meine Frau und meine Kinder zu haben. Und normal zu leben. So. Das hat mir irgendwie einen Sinn gegeben. Wir unterhalten uns bis tief in die Nacht und am nächsten Tag nehme ich Stefan mit nach Barcelona, wo er einen neuen Pass beantragen möchte, um zurück nach Deutschland zu kommen. Stefan hat kein Handy, aber er hat sich meine Nummer mit Edding auf den Arm geschrieben. Und solange er die noch lesen konnte, rief er mich regelmäßig an und erzählte, wie es ihm gerade so geht. Stefan sucht ein Leben, in das er passt und keins, in das er sich reinquetschen muss. Da kann ich mich anschließen und habe doch das Privileg, bessere Voraussetzungen zu haben. Während meiner Zeit in Spanien bekomme ich einen kleinen Einblick in Gemeinschaften, die sich abseits der konventionellen Gesellschaft organisieren. Permakultur generell geht halt auch so in alle Bereiche des Lebens, dass es halt eigentlich permanent ist und nicht so wie in der Gesellschaft wegwerfen und neu nutzen und keine Ahnung, ob unsere Enkelkinder noch leben so oder keine Ahnung, was dann ist so. Naja, aktuell bin ich ausgestiegen aus dem Mietezahlen und das gefällt mir schon gut. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen mehr aussteigen, gerne so aus dem Denken, dem Leistungsdenken, dass man immer irgendwas Produktives tun muss und so. Nach solchen Begegnungen bin ich immer wieder fasziniert und spüre einen inneren Wunsch nach Sesshaftigkeit und Teilhabe an einem sozialen Konstrukt. Trotzdem fühle ich mich an keinem der Orte zu Hause oder könnte mir dort ein Leben vorstellen. Ich werde wohl nicht für immer in einer Dieseldreckschleuder durch Europa tuckern. Das passt eigentlich eh nicht so ganz zu meiner sonst eher nachhaltigen Umweltphilosophie. Vanlife wird oft zu grün gewaschen verkauft. Oder maximale Naturverbundenheit gepaart mit maximaler Umweltschädlichkeit. Ein Fuck you Greta, aber in Schönschrift. Aber auch ich propagiere das Reisen im Wohnmobil, indem ich einmal die Woche ein neues Video auf YouTube hochlade. Parallel zu den Aufrufzahlen steigen auch die Bestellungen in meinem Online-Shop. Kurzum, ich bin ziemlich gut beschäftigt und oft trennt mich eine Kameralinse oder ein Bildschirm von der Wirklichkeit. Ich bin froh, als ich Lies und Morgan treffe, die mich wieder ins Hier und Jetzt holen. For now, something is a little bothering me. It's you have to wake up, you have to go, you have to be at your work at this time. It seems like we are doing the same thing all week long and all. Just for 3 weeks of holidays. Yeah, yeah. It's the first working thing. Yeah. Wir bekommen Besuch von einem Freund, Timothy. Have you on tape saying that you don't need a window? Yes, I know. And now you have 2 windows. I don't need 3 windows. Morgan und Lies bereiten sich vor auf ihre große Reise. Für mich geht sie langsam zu Ende. In einigen Momenten dachte ich, ich würde jetzt einfach für immer weiterfahren, Videos machen, für meinen Online-Shop basteln und wie eine Nomadin frei und ungebunden umherziehen. Ja, und warum mache ich das dann nicht? Die negativen Seiten von Vanlife sind mehr als nur: unser Kühlschrank funktioniert derzeit auch nicht. Und es stinkt dann, wenn man den aufmacht. Sondern eben auch: Wir merken es aktuell, dass es halt trotzdem gar nicht so einfach ist, irgendwie was Eigenes zu starten. Also wir gehen weder 3-mal die Woche essen, noch gehen wir in Lidl, ohne auf den Preis zu gucken. In meinem Kopf war das halt so, oh mein Gott, ich werde so viel Freizeit haben. Ich werde gar nicht wissen, was ich alles in meiner Freizeit machen soll. Und man ist viel am Tag immer noch sehr mit Alltag beschäftigt. Mache ich das, was ich wirklich will? Macht es überhaupt alles Sinn? Und ich glaube, das fehlt ganz vielen Leuten. Sei ehrlich zu dir und sag, das sieht toll aus, was die anderen da machen. Aber ich glaube, man muss sich einfach mal häufiger bewusst machen, dass das, was
Personen im Internet teilen halt immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Alltag und aus dem Leben dieser Person ist. Vanlife hat mich nicht glücklicher gemacht. Ich habe mich und meinen emotionalen Ballast auf ein paar Quadratmeter gequetscht und bin ganz weit weggefahren von Freunden und Familie. Klar, am Anfang hatte auch ich die rosarote Brille auf und alles war super schön und toll, aber nach einer Zeit ziehen eben genauso der Alltag und die Probleme wieder ein. Vanlife ist teuer. Die neue Batterie hat übrigens auch wieder 150 € gekostet. Unbequem. Ich habe irgendwie schon echt lange nicht mehr geduscht. Und auch kein richtiger Safe Space, an dem ich mich zurückziehen kann. Es ist irgendwie die halbe Nacht so ein Typ um mein Auto geschlichen. Vanlife hat mir geholfen, das Leben mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und es ist auch definitiv nicht die letzte Reise mit meinem Wohnmobil. Aber zu einem erfüllten Leben gehört für mich eben auch ein stabiles soziales Umfeld und ein Basislager, an dem ich ankommen kann. Vanlife ist für mich der Anfang einer langen Reise auf der Suche nach einem Leben, das mich glücklich macht. Langsam merke ich, dass ich irgendwie allen schönen Momenten nur mehr die Kamera drauf halte und nicht mehr den Moment enjoy.